Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 169 auf dem afrikanischen Kontinent und ich fahre gerade ins Inland Angolas. Nach fast 2 Wochen im Großstadtdschungel von Luanda und den vielen kräfteraubenden Behördengängen sind nun eigentlich alle Aufgaben erledigt. Um die Zeit zu überbrücken, bis mein Kumpel Josh in Luanda ankommt, kann ich noch ein paar Tage in den echten Dschungel Angolas eintauchen. Okay, ich bin jetzt hier bei den Kalandula-Fällen mit Francisco und die haben jetzt alle voll Stress gemacht, weil ich allein losgelaufen bin, weil ich wollte nicht zahlen, dass mich jetzt hier jemand mit runternimmt zu den Wasserfällen und bin halt einfach weggelaufen. Dann sind die mir alle hinterhergesprungen und so, dass es übel gefährlich ist, dass es hier überall noch Minen gibt und so und deswegen lassen die mich jetzt nicht allein gehen. Ja, ich habe keinen Bock, nur noch mit einem Fuß hier rauszulaufen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nicht einfach nur ein Getue war, dass die mir halt ein bisschen mit Dienstleistung verkaufen können, aber gut, für den Preis, den ich jetzt gehandelt habe, passt eigentlich alles. Okay. Wir haben natürlich auch beide die besten Schuhe hier an. We have the best shoes, man. Ah, escorregar The muito. Crocs. Whoa, whoa, you good? Yeah, no. Oh shit, man. Okay. Wow. Ich habe hier einfach mein ganzes Kamera-Equipment dabei. Schon nicht die geilste Idee. Oh shit. Okay, okay. Ja. Okay. Alright. Okay, also den Weg hätte ich halt wirklich nicht gefunden.
sweet. Aqui ali, naquele hotel. Ah, was sind... Já vamos chegar naquele hotel que lá fora. Okay, okay. Ich habe kein Wort verstanden. Are there crocodiles here? Crocodiles? Cadê? Crocodile? J. Francisco. No. Crocodile. Ah, good. Like, you know, Ah, não. no crocodile? Não, Okay. crocodilo, não Crocodile. Yeah, não. Não tem. Nur Minen. Não tem. Keine Krokodile, nur Minen. Não tem crocodilo. Okay, ich weiß nicht, was besser ist. This is fucking slippery here. Oh. Okay, let's slide. Also man sieht auf der Kamera ganz sicher nicht, wie steil das ist, ey. Krass. Dann müssen wir auch irgendwo wieder hoch. Oh, Alter. Oh, sweet. Nice. Woohoo. Ich meine, so einen Wasserfall in Europa und es wäre einfach die Touristenattraktion. Boah Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin gerade echt in einer Scheißsituation. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich war jetzt gerade noch bei den Calendula Falls. War richtig geil dort, war echt nice. Und bin da jetzt weggefahren, mein Handy funktioniert nicht mehr und ich bin halt echt, glaube 400 Kilometer von Luanda entfernt. Keine Ahnung, was für Wege ich da gefahren bin. Ja, das ist mein einziges Mittel zu navigieren. Wenn das nicht mehr geht, ich habe jetzt gerade alles versucht, dann finde ich keine geilen Schlafplätze mehr, dann ja, muss ich reisen wie die Leute von damals, ohne Internet. Und fahre jetzt erstmal hier in den Busch rein. Ich habe da nämlich eine Straße gesehen, wo wir ganz unten waren bei den Calendula Falls. Da kann man genau hinfahren. Und jetzt probiere ich einfach mehrere Straßen aus und gucke, ob das geht. Ich hoffe einfach nur, dass ich rechtzeitig nach Luanda zurückfinde, bevor jetzt mein Kumpel ankommt. Aber schon ein komisches Gefühl, wenn man plötzlich irgendwie nicht mehr ja, das Handy benutzen kann. Die Sicherheit des Handys. Boah, ich muss euch kurz mal die Straße zeigen, die hat es auch in sich. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Boah, fuck ey. Alter, nee, das wird zu krass. Das wird zu wild. Oder? Calendula? Aqui. No, thank you, obrigado. Nada. No, I came from Calendula. Aqui é Calendula. Yeah, but I go that way. Mas longe assim. Okay. Nach mehreren kleinen Wegen und Straßen finde ich auch ohne Handy den richtigen Weg, der mich direkt zum Wasserfall bringt.
gegrillt. Geil, Mann. Also frischer geht's wirklich nicht. Ich habe den gerade abgekauft von den Fischerleuten da unten. Die haben den gerade ausgenommen. Sorry für die kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter mit dem Video. Ich möchte nur ganz kurz die Zeit nutzen, darauf aufmerksam zu machen, dass ich einfach viele Monate Zeit investiert habe. Die Serie ist zu 100% von mir selber produziert und gefilmt worden. Und wenn euch das Video gefällt oder die Serie, dann lasst bei dem Video doch einfach ein Like da oder einen Kommentar. Ihr wisst ja, wie es läuft für den Algorithmus. Wenn ihr in der Videobeschreibung schaut, dann findet ihr noch weitere Möglichkeiten, wie ihr mich einfach darüber hinaus unterstützen könnt, damit einfach zukünftig weitere größere Projekte auf diesem Kanal einfach ermöglicht werden. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Video. Vielen Dank fürs Schauen, viel Spaß. So, guten Morgen zusammen. Ich muss schon sagen, seit Anfang meiner Reise einer der geilsten Campingspots, wirklich. Ich habe wirklich den Platz gefunden ohne Navi, war voll Lack. Dieser monströse Panorama-Wasserfall um mich rum, also absolut verrückt. Verrückte Szenerie, verrückte Landschaft. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Drohne kann ich leider nicht mehr fliegen, weil mein Handy wirklich im Eimer ist. Deswegen ein bisschen schade, aber egal. Bevor es wieder zurück nach Luanda geht, möchte ich noch einen weiteren Zwischenstopp machen. Als mein Handy noch funktioniert hat, habe ich auf der Karte nicht sehr weit entfernt eine verrückt aussehende Landschaft entdeckt, die ich gerne mit eigenen Augen sehen würde. Der Ort heißt Pedras Negras. Es pisst und hört nicht mehr auf. Shit! Boah, also so lang hat es schon lange nicht mehr geregnet. Das erste Mal auf dieser Tour. Ich lag heute Morgen bestimmt noch 3 weitere Stunden
im Dachzelt, einfach nur, weil ich gehofft habe, dass es ein bisschen aufhört. Ich hatte noch mein ganzes Zeug draußen stehen, habe mich einfach komplett ausgezogen, habe nackt die ganzen Sachen eben reingeräumt. Alles ist nass geworden hier, wirklich alles. Es pisst einfach ununterbrochen. Nach diesem Kurztrip ins Landesinnere geht es auch schon wieder zurück nach Luanda. Ohne Handy musste ich mich einfach durch die Gegend fragen, was auch ohne allzu viele Umwege einigermaßen gut funktioniert hat. Um den letzten Tag hier gebührend zu feiern, besorge ich Hummer, der mir am Strand ganz frisch gebracht wird. Und natürlich gibt es wieder viele Probleme. Zuerst finde ich den Parkplatz des Flughafens nicht, dann nimmt mir ein Polizist meinen Reisepass weg, den ich mit Bestechungsgeld zurückkaufe, dann kommt mein Kumpel Josh ewig lange nicht an und als er dann da ist, ist sein Gepäck verschwunden. Auf dem Weg zu Louis und seiner Frau werden wir dann noch von einem Fahrzeug mit mehreren bewaffneten Soldaten abgefangen, von denen wir uns mit Schweizer Schokolade und einem frechen Grinsen freikaufen, bis wir nach einem langen Tag endlich Hummer grillen können. Ich kann's nicht fassen. Der Josh ist wieder glücklich. Endlich. Hier ist das verloren geglaubte Gepäck. Wir haben einfach alles wieder bekommen. Das ist einfach in Addis Abeba, wo er umgestiegen ist, von einem Flugzeug ins nächste. Das ist einfach irgendwie, haben sie es verschissen. Und ist jetzt heute mit dem anderen Flug gekommen. Ey, wir könnten ausrasten. So happy, dass es geklappt hat. Wir können wieder Zähne putzen. Wir haben gerade das Visa bekommen. Ab jetzt kann es wirklich losgehen. Ab in den Dschungel, in DRC. Boah, Josh, ich finde es gerade echt ein bisschen traurig. Es geht für mich weiter, oder für uns beide geht es jetzt weiter. Gerade verabschiedet von der Hausherrin, von Louis gestern Abend noch. Haben gestern noch schön Hummer gespeist, war richtig geil, oder? Wie war es essen? Unglaublich. War richtig Erste Mal lecker. Hummer gegessen. Für uns beide das erste Mal, richtig frisch. Wahnsinn. Und jetzt heißt es ciao. Ciao, Juliette. Bye, bye. Flo will's wissen. Also die Straße ist echt der Wahnsinn, ey. Guck dir das an. Okay, weiter geht's. Ja, ist halt nicht vergleichbar zu Europa. Also jeder Feldweg in Europa ist besser wie die Straße. Bye bye! Guten Morgen. Boah, wir sind jetzt in etwa 150 Kilometer nördlich von Luanda, direkt am Strand. Der Platz ist ziemlich geil, aber was für eine Nacht, was für ein gestriger Tag. Gestern Abend waren wir noch da oben auf der Steilküste. Wir waren zuerst hier oben und sind dann komplett außen rum gefahren und haben gemeint, dass es geiler wäre, hier auf dem Strand zu pennen. Weil wir jetzt bald wieder wegfahren vom Strand. Und dadurch, dass es hier einfach ein bisschen uneben war, habe ich gedacht, ich fahre easy peasy rückwärts auf diese Palme hier drauf, damit wir halt gerade stehen. Und was ist passiert? Ich bin abgerutscht von der Palme mit den Rädern und bin aufgekommen. Ja, ging nicht mehr vor, nicht mehr zurück, weil einfach ich bin aufgehockt mit der hinteren Blattfeder. Und dann dachte ich so, fuck, was machen wir jetzt? Wir wollten einfach nur chillig den Abend genießen, erste Nacht irgendwo anders. Und dann fing es halt an, dann haben wir die Palme ausbuddeln müssen von der einen Seite, dann mit dem Wagenheber das anheben, wieder Sand unters Rad schaufeln, damit ich höher stehe. Und am Ende wollten wir sie nach hinten rausziehen, das ging dann aber nicht, weil die zu schwer war. Und der Wagenheber ist ständig eingesunken, da haben wir hier die Tasche gefunden. Aber mit der Tasche hat es dann wunderbar funktioniert und ich konnte es wirklich so weit aufbocken, dass wir die Palme wegschieben konnten. Aber es war bestimmt eine Prozedur von 2 Stunden. Ja, und danach, da kamen dann immer einheimische Fischer von da hinten und so her, haben noch mit uns geredet. Ach so, vorher waren noch Polizisten da, gerade bei dieser Palmenaktion. Die haben zu uns gesagt, hier darf man nicht pennen, das sind irgendwie maritime Polizisten. Die schauen, dass man hier nicht mit dem Auto drauf fährt und so. Also genau das haben wir gemacht. Aber am Ende haben wir den Softdrink gegeben und dann war es okay für die. Am Ende sind sie dann sogar nochmal gekommen. Sogar dann mit richtiger Uniform und mit dem Kollegen dann noch. Die waren ultra freundlich drauf, also das ist jetzt unser Freund. Nee, später kamen dann aber noch die anderen Fischer, die wollten auch alle irgendwas von uns haben.
Und seit der Josh da ist, passe ich nicht mehr so richtig auf mein Zeug. Normalerweise habe ich so eine Wahrnehmung gehabt, wo ich allein unterwegs war, dass ich immer mit einem Auge so ein bisschen aufs Auto geschaut habe, dass niemand was stiehlt. Wir saßen halt beide hier vorm Auto und der Wassersack, der Schweizer Armee-Wassersack, den ich benutze zum Duschen und so und der eigentlich ja übel geil war, weil ich den echt gut gebrauchen konnte, der war hier drauf. Und am Ende sind die Typen halt weggelaufen, die wollten uns noch einen Fisch verkaufen, haben gesagt, nee, und wir geben denen jetzt nichts und so. Und dann haben die einfach unsere Schaufel mitgenommen und den Schweizer Wassersack. Dann kamen sie wieder zurück, einer kam zurück und hat uns die Schaufel wiedergebracht. Aber der Schweizer Armee-Wassersack ist einfach weg, die haben uns den gestohlen gestern Abend. Ja, dann ging es weiter, dann sind wir ins Dachzelt, dachten uns, was für eine Scheiße. Also der ist jetzt nicht viel Geld kaputt, aber hat halt einfach einen mega praktischen Nutzen gehabt. Dann lag man im Dachzelt oben. Dann kamen die nächsten Angler oder Fischer mitten in der Nacht um 1:30, saßen direkt vorne am vorderen Reifen, da wo jetzt dieses Messer steckt von denen. Und ich habe halt noch abends zum Spaß gesagt zum Josh, hey, pass auf, nach der Aktion jetzt, dass die uns gestohlen haben, wir wachen morgen früh auf und die Räder sind weg oder so. Und ja, ich bin aufgewacht um 1:30 nachts, schau raus und die machen was an unseren Rädern unten. Dann habe ich halt erstmal rumgeschrien, so hey. Und dann haben sie halt blöd geguckt. Aber die haben nichts an den Rädern gemacht. Die saßen hier einfach und ich meine, der Küstenabschnitt und der Strand ist hier 2-3 Kilometer lang. Aber die haben sich genau diesen Ort an unserem Auto ausgesucht, um hier ihre Fischernetze auszuwirren. Und saßen hier irgendwie 20 Minuten genau an unserem Auto und haben irgendwie was da rumgemacht. Der Josh ist gleich runtergegangen. Dann wollten sie dem noch einen Fisch verkaufen. Nochmal eine Stunde später oder so kommen sie dann wieder vom Angeln zurück, läuft einfach die Leiter hoch hier und hebt mir so einen 2 Kilo Fisch hin. Will mir den mitten in der Nacht verkaufen, ey. Mann, was für eine Aktion. Naja, jetzt genießen wir hier erstmal noch ganz in Ruhe, frühstücken und ich weiß gar nicht, was Josh da hinten macht. Vielleicht kriegen wir uns so einen Schweizer Armee-Wassersack doch noch zurück, weil wäre echt schade, wenn der jetzt futsch ist. Wir vermuten, dass irgendwo in diesem Dorf der gestohlene Wassersack liegen muss. Leider konnten wir den gestohlenen Wassersack in dem Dorf nicht mehr auffinden. Gut zu wissen, dass er in diesem einfachen Fischerdorf wenigstens gut gebraucht werden kann. Auf dem Weiterweg Richtung Kongo sehen wir einige Kinder von einer Brücke springen. Wir sind sofort mit am Start. Jump, 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 jump.
Too bright. Yeah! Bye-bye. Okay. Bye-bye. Es fühlt sich gut an, endlich diese intensive Zeit und die Erlebnisse mit jemandem teilen zu können. Josh, willst du nicht baden gehen? In dem stehenden Gewässer. Guck mal, wie sauber das ist. Wirklich nicht. Wieso denn? Da schwimmen halt viele Penisfische rum. Gut, da ist schon viele Larven. Ja. Das kannst du trinken, ohne Filter. In der Survival-Situation. Da habe ich mich reingelegt. Auch grün, alles voll mit Algen. Alter. Schon gesund. Weißt, der wollte nach Afrika, um ein Abenteuer zu erleben. Steht jetzt hier Schweizer Qualitätswasser. und scheißt sich ein, weil das Wasser zu dreckig ist. Das kannst du abfüllen, das macht Vittel Konkurrenz. Also ich fühle mich wieder fresh. Aber sind deine Hände auch so beppig? Wir fahren weg vom Meer ins Landesinnere, um in den Kongo zu kommen und füllen unsere Vorräte auf. Hier gibt es nur noch wenige Supermärkte, wie wir sie kennen. Das allermeiste wird hier direkt an der Straße von Bauern verkauft. Selbst beim Wasserauffüllen dauert es keine Minute, bis man von interessierten Kindern umgeben ist. Wir sehen auf der Karte eine sinnvolle Abkürzung, in die wir voller Tatendrang hineinfahren. Wie sich herausstellen wird, schafft es dieser Streckenabschnitt in die Top 3 der schlechtesten Wege auf der gesamten Tour, denn als Straße kann man das Ganze nicht mehr wirklich bezeichnen.